Mars Lebenswasser, Werbeabstuhl, som Leute tot sing. Philippa fire for 13 sagt, der kon alles der Christus, der die Streik merkt. En ons må vi wel sing. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. Amen. Halleluja.
geben, was je geben kann. Je kan von der bara geben. Und wat ons wichtig ist, dass die gerade Port sind von was das Kirche tut. Sie viele Kirchen, die halten sich sehr an 10%. Dat is al 10% geben. Wir als Lebenswasser sei immer ein Offering. Und ein Offering meint wirklich eher die 10%. Pastor Steve und Debbie, die kommen voll Zeit in die Kirche an, in 9 Jahren. Und verschiedene Dinge, was er tut, mit verschiedenen Projekten schaffen, was mehr Geld brauchen. Und das ist eine gute Gelegenheit für uns, dass ihr Part von sein, was Gott tut. Ein von den Dingen, was er mit schafft, ist den YouVersion Bible App. Schaffen mit dort, dass er was ab Deutsch gehen, sich horchen, mit den Audio und verschiedene mehr Dinge. So das ist ein bisschen gute Ding, wo ihr keine Part von sein, was Gott tut, durch das ich euch so. Ich merke ein bisschen Mut, sie Part von was Gott tut. Dankeschön Gott für was du uns gegeben hast. Help uns bis, dass wir treu sein mit all den Dingen, was du uns gibst. Unsere Zeit, unsere Gaben und das Geld, was wir haben. Help uns bis, dass wir vorsichtig sein und deine Stimme horchen und zu geben und ein Part sein von das gerade Ding, was du was tun auf dieser Erde. Amen. Drag van de mensen. Oh, kom dan, de dood niet, de ons van broeders en wie doen vergeven, bezoeken, door dieren van Jezus.
danker dig for din hellige gest, når du er med os her. Jesus, vielleicht sind hier Menschen von dir, die sind angekommen mit Troubles und mit Weidel. Aber Gott, ich bete, dass der Heilige Geist uns Wort über uns kommt. Lut deinen Leib über uns schaden, Jesus. Dankeschön für wer du bist. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord.
mensen die voeren mal naar een stoel, naar een grote shopping area. En ze daar dan met interviews met mensen, oud, jong, groot en klein. En vroeger die mensen bloos, es zij geloofde dat zij feilde, dat er irgendwo nog een grotere kracht even weer, als ik bloos zelfs wat leven regiert. En alle zeiden ja, zij geloofde dat weer something. Einer van die zei, hij geloofde dat vielleicht met Gott te doen. Maar de andere geloofde alle dat weer vielleicht bloos zo'n Schicksal. Something passiert en dat passiert bloos. Fate, sei es auf Englisch, oder Destiny. En wat China zegt, ja, ik weet dat dat nog niet grotere kracht over mij, dat de Heilige Geest wat mij leidt. Sommigen zeggen dat ze luren manchmal noch Signs, verschiedene dingen. En wenn sie im rechte zijn, wie dan wisten ze nu zullen ze gaan. En dan dacht ik aan dit leid, dan dacht ik, was wat dankbaar. We kunnen alle zijn van der voor de Heilige Geest, wat we iedere dag gebruiken. Pastor Steve vroeg hier s'morgens in de groep, so hoeveel mal de werk red je met den Heilige Geest? Soms zeggen iedere dag, ik geloof alle van ons, we brücken den, ik weet dat we brücken den Heilige Geest en we reden alle met hem. En zo, ik wil besluiten met jullie toch met tijd te nemen en God bloos danken voor den Heilige Geest. Hij zegt, hij wil teruggaan, maar naar de Himmel, zegt Jezus, maar hij wil ons hier niet alleen laten. We zijn niet alleen. We haben ganz dicht bei uns, hij is ganz dicht bij die. En hij wil die een vriend zijn. Hij is die een vriend. En hij wil die leiding geven. En dat is wat veel weer. Voor mij is het veel weer van jou. En ik wil dus met jullie toppers voor God komen en zeggen dankzij voor den Heilige Geest. Zij gaat met dat. We zingen de groot, you're welcome hier. Du bist welcome. Kom, val deze stad. En ik zing voor mij, ik zeg, kom, val deze stad. Kom, val mij met dat. Ik wil meer van die Heilige Geest. So, hij wird sich nicht wegtragen von uns, wenn wir nur da kommen nach ihm. Heilige Geist, Dankeschön, dass du in unserem Herz bist. Nicht bist du in unserem Herz, du bist in uns Wort, du leidest uns. Und du hilfst uns die Signs, du hilfst uns in Wort, du sagst uns in unsere Decisions, was wir zu merken haben, uns was wir gehen sollen. Dankeschön für das. Dankeschön, Jesus, dass du sagst, du wirst uns nicht allein lassen. En dat de Heilige Geest ons vriend is en dat hij met ons is. We loven die en danken die van der Gott für den Erlösungsplan, wat du hast en hast für uns. Dat we niet brücken allein zijn, dat we niet brücken een verdorfnis gaan, maar dat we kunnen de leven die opening hebben met die top te zijn. En aber even hier in dit leven, wanneer we hier zijn, dat we hier kunnen een grotere Engelscheid merken, because we hebben alles wat ons fehlt, because we hebben de Heilige Geest aan onze zijde en met ons. Dankeschön für das. Lehr uns bloß wieder in der Halb uns alle, dass wir wahr wissen. Und jeder einer von denen, was hier ist, von der und das Gebiet, halb uns, dass wir wahr wissen und dort und mehr vorsichtig sein für die Sterben, wenn du redest zu uns, Heilige Geist, dass wir wahr in die Richtung gehen. Wir wollen die bis mehr kennenlernen, mehr von die haben und die nur folgen. Dankeschön, Heilige Geist, Dankeschön, Jesus, für was du das für uns. Wir beten in deinem Namen. Amen. Amen. Je kan je een doel zetten. Welkom in jeder einer. Mir freut, dass je ein Lebenswasser sind von dir. Wenn hier einmal somebody ist, was al lang nicht als hier warst, oder vielleicht zum ersten Mal hier im Lebenswasser, und sie das besiegen, vielmal Dankeschön für kommen. Und ich hoffe, dass die viel hier geht und abnehmend. Und je war hier und wird hier von dir, was ihnen was mitgeben. Und von jeder einer ist es dort. Ich kijk verder weg en steht sie wieder die Message, was wir haben, und klingt jetzt hier mal von dort ein bisschen lauter. Aber der nächste, was wir sehen, ist ein Videoclip, und das ist ein Announcement, aber das ist für Youth, und das ist was von der so was passiert. So, hier ist das Video. Love your hashtag selfie. Pastor Steve wird so over reden to the youth, and hij wordt reden on
wo sie sich können selbst besser leben und akzeptieren, wer sie sind. Und nicht bloß ein schmackes Bild, vielleicht on Instagram und dann oder was immer. Aber anyway, da wird Instagram und verschiedene Prizes worden sein. Da wird eine Art Competition sein, wo die Dinge werden und was mit einer Competition sein. Und so die Youth Leaders, die Frauen, dass die Youth waren alle, wenn je kann, ein Wittet haben und ha. Und die waren hier Markers ha. Und dann waren Menschen rumgehen, ab die haben das some Dinge abgeschrieben. So hatten Wittet haben und was die nicht zu schauen ist, wo sie waren Dinge abgeschrieben. Aber gute Dinge evaluiert. Und so da war ein guter Ofen sein dafür jünt. Das ist für die 13 bis 25 Jahre Youth. Und das von der aus so oberst. Das fängt, Titel ist hier nicht angegeben. Ich glaube, das fängt Klock 6 an, weil ich reiche, ich habe mich hier eingeredet. Ist es Klock 6? Ja, das ist Klock 6. Klock 6 fängt das an, Youth. So, ihr seid alle willkommen für das, bringt eine Freund mit für das. Ein anderes Announcement, was wir haben, ist im November, den 26. Das ist ungefähr einen Monat wieder. Dann werden wir einen Erntedank fast haben hier bei der Kirche. Da wird ein Fall-Service sein, da wird ein Mittag sein hier. Und den Sonntag dann werden wir ein Special Offering haben, wo ihr kann extra je, wenn ihr will, zu Dingen, die in der Zukunft kommen an die Kirche, so merkt ihr drei. Für dort. So das sind die Announcements von der. Pastor John, der wird wieder gehen in die Botschaften von Gott. Und von der ist es, wenn Gott nicht heilt. Und so, ich glaube, das ist alles something, wo wir dicht an ist zu uns, vielleicht haben wir Family oder wir selbst, wo uns auch manchmal haben gefragt. Und so, ich kicke fertig, was ich da dort. Wir sind für eine Frau hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr alle hier sind. Bevor wir in die Botschaften angehen, dann will ich klein bisschen was sagen über die Encuentro de Hombres oder Mujeres. Ihr wisst alle von den Encounters, nicht? A Men's Encounter oder a Women's Encounter. Und some von uns sind ja was, das letzte Mal, das hier wird, an wie ich tue. Und da werden sie sehr groß sehen. Das ist ein Ding, was Gott braucht in einem sehr interessanten und besonderen Weg. Und so wie dachten als Lehrer, vielleicht würden wir bloß ein klein bisschen davon reden. Ich weiß, dass Menschen auf verschiedene Ideen über dort, dass nicht in Kirchen denken, oder das nicht, dass dort uns denken als Kirche. Das hat mal irgendwo in Brasilien angefangen oder wo, und als über dem nach States gekommen, und nun ist es hier in Mexiko. Viele Männer haben halb die Tränen all durch, sind frei geworden von Dingen. Und so, wenn Menschen frei worden von den Dingen, dann werden wir in den Städten, wenn es nicht unbedingt ans Kirchen denken. Und so wie wir bloß da weiten Leuten, dass als Lehrer in die Kirche, wir dann nicht durchstapeln oder irgendwas. Und das ich al sehe, Männer sind frei geworden von Dingen durch, und so eine Dinge steht das gut. Ein Ding, wo das vielleicht ein bisschen ein Gerät ist, dass es eine Pizzeria oder Menschen wollen nicht haben, wenn es ein Pizza Dinge. Und ich will Ihnen sagen, dass da sind some Surprises oder Überraschungen, wo das die sein. Sehr wertvolle Überraschungen. Und so, dass nicht, dass das eine Pizzeria ist, mir so true, dass es einen Schwung gegeben hat. Wenn das really gut, aber wenn sie uns dort sehen, dann wird das was von den Serien wegnehmen. Und so, nu wollt ihr was, ich könnte das besser verstehen, aber wir dachten, dass wir wollen dort sein. Wir wollen auch gleich zu sein, als Lehrer von der Kirche, dass wir wollen nicht, was das Leiden oder das, was das sind, wir wollen nicht merken, dass die dort aus einer Staubbrücken zum Gott sein Recht schaffen. Und wo ich das sage, ist, wenn wir sind, like Jesus ist der Weinstock, sozusagen, wir sind der Ranken. Und einmal gibt es einen Schwung, dass, okay, wenn ich mal in der Kirche wie dann, oder dort ist der rechte Kirche, oder dort ist der rechte Encuentro, oder so weiter. Und wir wollen gleich in der Dollar so zu sein, dass Jesus Christus ist der Sturm, wir sind bloß Aster, und Gott braucht die Kirche auf einen Weg, in den Encuentro am anderen Weg. Aber wenn wir nicht taub schaffen und dort in Gott sein Recht, oder wir bühren Gott sein Recht. Und so die Kirche ist auch wichtig. Und so, weil wir dort nicht durchzubrücken, dass wir, oder dann brücke ich nicht mehr in der Kirche, wenn Jan denkt, erst durch oder so wieder,
da wird wir gleich hinter sein, zu allem anderen, was da gewahr sind, dass die sind dann verantwortlich, in die Hüskuhen, schafft in die Kirche, brückt dort aus dem Staub, zum für Gott sein Recht schaffen, nicht zum sein, oh, dann ist dort nicht mehr wichtig, oder ja nicht mehr wichtig, oder so eine Dinge ist dort. Und so, wir würden bloß durch wollen, ein klein bisschen warnen, dass wir dort auf der Rechte steht, brücken, oder dort der Rechte schwungt jaft. Aber die von uns, ich höre, was da Band sind, wir wollen die Mut sprechen, wieder schaffen, brückt dort für Gott seine Ehe. Viele Männer haben früher halb gekriegt, viele waren auch halb gekriegt, weil wir dort für Jesus tun, weil wir an die Ehe geben und das Heu wird hochgehoben. So, wir dachten bloß als Lehrer, wir würden dort hineinschmieden. So soll gesagt werden, wir sind in einer Reihe von Botschaften, was wir sein über Gott, oder wann Gott. Und so wann Gott, wir gleichen das Satz positiv vorrichten mir. Wann Gott mich heilt, oder wann Gott mich genug hat, wann Gott mich verjährt, wann Gott gute Dinge tut, sozusagen, oder was wir so nennen, sind gute Dinge, dort gleich wie so. Aber in dieser Botschaften reden wir von, wenn Gott nicht rat, und wenn Gott nicht heilt, und wenn Gott nicht kämpft. Was tun wir dann? Als es dann durch, schmieden wir dann alles weg, dann bleiben so, Gott gleich mich nicht, Gott struft mich, oder Gott hat was je mich, oder so eine Dinge steht. Und so ich will auch sagen, dass das Gedanken für diese Botschaften, die kommt von selbst von mir. Du hast ein Buch geschrieben von James Dobson, al Jahren 3 habe ich dort geschrieben. Und dort sage ich, das Buch, der Titel ist, wenn Gott nicht Sinn merkt, if God doesn't make sense. Und wenn Gott nicht Sinn merkt, oder wie Glauben merkt nicht Sinn, oder die Entscheidungen, die da passieren, wie feiern sie, das hat nicht Sinn. Das ist noch ein anderer geschrieben, Philipp Yancey, vielleicht haben wir von Ihnen den lese ich einmal, habe ein Buch geschrieben, wo der Buch sagt, wo ist Gott, wenn ich weiter, oder wenn ich leiden muss, where is God when I hurt? Und so, dort sind Fragen, was Menschen fragen haben, wo ist Gott, wenn es mein Leben nicht reich schafft? Da sind auch ein paar Prediger, Andy Stanley, Greg Rochelle, die reden und es als Thema, so, ich will bloß, haben die sollen weiten, dass nicht immer alle Gedanken habe ich allein im Kopf, manchmal lieber von anderen Christen. Und so sie reden von einem Thema und dann brücken wir dort oder brücken wir es von ihren Gedanken. So wir wollen ihnen Credit geben, für dass die Gedanken kommen von ihnen. Und so wir haben vier sind auch geredet von Johannes der Däuper. Und haben wir da, was Jesus feststellt, haben wir da, was Jesus taufen hat, haben wir da, was er sagt, die Duw, oder der Heilige Geist raufkommt, ob Jesus so ist, eine Duw, haben wir da, was der Stamm Gottes hier, haben wir da, was Menschen sehen, falsch Jesus hängen an. Aber einmal sagt er in Gefängnis, und Jesus steht sozusagen rum das Gefängnis Wunder, er schickt seine Jünger mit ihm nach Jesus und fragt mal, okay, bist du da? Ich dachte, du wirst, aber ich schaffe das nicht in meinem Leben. Und dann sagt Jesus, sie sollen trägen und sagen, ja, ich sehe dir, wenn ich da Wunder. Er heult und die Todesstunde sogar ab. Aber Johannes sagt er, und Gott ist still, sozusagen, als sie Johannes aufkam. Und wir wundern einmal, okay, was so? Wir haben so eine Geschichte, wo sie in ein Gefängnis kommen, wo sie da eben nach angestoppt haben, und dann kommen sie in ein Gefängnis, morgens zum der Rüt holen, zum Fern Gerecht, und dann ist das Gefängnis ladig. Aber nicht bei Johannes wird es nicht so. Und aus der Abend kam holen sie zu sein, zum Aufkommen, dann wird es doch noch. Und Gott hat ihn könnte raten, wann er wollte, aber er deut nicht, für was er Ursache. Und so, das sind Dinge, wo wir einmal nicht so reich uns mit verstehen. Oder dann einmal dann denken wir so, okay, wenn Gott nicht rat und heilt und kämpft, dann darf Gott nicht drum. Und so Gott macht mich nicht leuven, oder Gott struft mir, ich habe was Arsch getan. Wir haben uns folgt ein bisschen eine Lehre, dass wenn Dinge Arsch gehen in mein Leben, dann ist es, wenn Gott struft mich. Wir denken, dass sehr gut sich abwas, wenn er am Montag die Plucht braucht, dann muss wir stillhalten und erstmal sagen, wo haben wir uns versündigt, wo im Bereich der zwei. So eine Art Abtretung habe ich einmal gehört. Und dann einmal, wenn Dinge nicht reich gehen im Leben, und Gott beantwortet mein Gebet nicht, und ich sitze hier sozusagen in das Gefängnis, okay, dann darf Gott nicht stramm, oder Gott läuft mich nicht, Gott struft mich, er ist da über mich, und so eine Dinge steht. Und weißt du, Gott will nicht da über Johannes, Gott struft Johannes nicht. Aber weißt du, einmal kommen wir und denken ans Leben an, und wenn wir fragen, warum, dann müssen wir bloß einfach demütig sein und stillhalten sein, ich weiß nicht. Und zufrieden sein mit der Antwort. Wenn ich weiß nicht alles, was Gott tut. Ich weiß nicht alles, wo wenn Gott Dinge tut. Ich weiß, wir können Ihnen immer alle Antworten geben, aber wir können nicht. Und so, wir wissen nicht immer, wo in Gott Dinge tut. Aber wir wissen, dass Gott läuft Johannes. Aber diese Welt, die rannt in den gefallenen Zustand, und das ist ein langer Thema, ich würde nicht wieder so nennen gehen, bitte zu sagen, dass wir sind noch nicht tüß.
Wir sind nicht Tüß. Wir sind Gott für diese Welt gemerkt, really. Ich meine, wir sind für diese Welt gemerkt, aber nicht in das Zustand, wo wir nun sind. Und so die Bibel verspricht uns nie ein Körper, wo alles wird herrlich sein und so weiter. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass solange sie in das gefallene Körper sind, dass die nicht worden an Treff sterben, oder dass die nicht worden vertrepeln, oder dass die ein Kind nicht wird doodchielen, Accident, oder all die Dinge, was alle Menschen mit leben, das kann nicht sein, dass das nicht wird passieren, wenn wir einen Gott haben, der für alles betult hat. Und ich sehe in vier Werk, ich weiß, ich las 4 Werk in Schreiben, und die sehen, denkt, dass Bums im Essen betreibt. Wir haben einmal das Gedanken, dass Gott, Jesus ist gestorben für alle Krankheiten und alles. So wird wir dann nur noch krank sind, dass sie Gott sein Willen, dass wir krank sind. Und er sagt, no, das ist nicht Gott sein Willen. Aber Gott kriegt nicht immer sein Willen. Und weet je, das schreckt mich mit rein, zu denken, dass der allmächtige Gott kriegt nicht immer sein Willen. Aber dann brauchen wir nicht so an denken, weil wir weiten das so. Er kriegt nicht immer sein Willen, ich will in dien leben. Und die Ursache, dass Gott nicht sein Willen kriegt, erst wenn er von so gemerkt, dass wir uns Willen haben. Und wir können uns wählen, jeden Abend zu gehen, und das wollen wir durch sind, wo wir sind. Nicht unbedingt, dass wir uns einmal verständigt haben über alles, was passiert, aber dass wir in dieser Lehre sind, haben wir einen Sinn zu tun. Und so, Gott hat uns das Reich gegeben, uns eine Welt zu haben. Sie deuten eine Frau, und sie fragen die Menschen, wenn die Gott eine Frau stellen, wo würde es sein? Und weißt du, was die Nummer 1 Antwort wäre? Wohin ist du so verliehen in der Welt? Und ich kann Menschen, die Gott zu sich geschmissen haben, sie sagen, dass Gott, wenn Gott wirklich ein allmächtiger, ein liebender Gott ist, dann würde nicht so viel Beisit in der Welt sein, aber dass er so viel Beisit ist, als ein Teken, dass entweder Gott ist zu schwach, und was man tun, er heißt ein Beisit Gott. Aber nicht ein allmächtiger, liebender Gott, ein Beisit in der Welt, ob er das jetzt nicht tut. Und das ist uns Menschenverstand denkt einmal. Aber weißt du, Gott hat versprochen, er wird einen Tag mit der ganzen Ding handeln, aber was er auch tut, dann werden wir uns hier Mut merken. Und all unsere Troubles. Und so da werden wir von der Woche ein bisschen von reden. Wir haben alle manchmal vielleicht Gott ein Ding gefragt, was Gott nicht beantwortet hat. Und dann einmal dann geht uns das so Hiob. Weil die Hiob wie ein Mann im Alten Testament, die Bibel sagt, er wie ein von den besten Männern Land. Und dort passiert, was er einmal jetzt in meinem Denken, dass das meist so sieht, dass Gott und die Teufel merken einen Kontrakt, oder sie merken ein Spiel mit Hiob sein Leben. Wegen Hiob ist ein göttlicher Mann. Aber dann ist uns die Geschichte von Hiob bekannt, er verlässt alles, was er hat, er verlässt seine 10 Kinder. Weißt du, wir haben hier manchmal Begrafnisse gehabt, vielleicht mit 3, 4 Sorgs, wenn ein Accident oder so wieder, aber denkt dir mal nach, 10 Sorgs in der Kirche, alles von einer Familie, alle an einem Tag zu Tod gekommen. Ich weiß nicht, wer von den 10 Kinder hat, das dürfen die auch nicht mehr viel sind, aber wenn wir denken, dass seine 10 Kinder sind, haben Gott, renn alles weg, und dann sagt Hiob das. Der Herr hat gegeben, und der Herr hat genommen, muss dem Herrn sein Namen gelobt werden. Und wenn ihr das sagt, oder das Vers, brückt wie fertig am Begrafnis, den brückt wie in ans Lebensverzeichnis, wenn die hiert sich so jässlich. Und das hiert sich jässlich, der hat nicht. Alles verloren, Kinder alle tot, und dann sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Mensch, das wird wie wel, das wo ich will sein, als ein Kind Gottes, so glauben, weil er kann. Und dann weten wir in der Geschichte, dass er wird über dem krank, der Feind kriegt noch die Freiheit, arm zu schlagen mit Krankheit und so weiter. Und dann dreht noch seine Frau jeden Abend und sagt sie, dann kommt seine Frau noch hier und sagt, wusst du noch immer so ein treuhärtiger Mensch bleiben. So, hey, wir ein treuhärtiger Mensch. Und dann sagt sie, fliegt Gott einmal aus und dann stirbst. Und weißt du, Lied, wir werden uns das nicht ablödes zu sein, aber dort steht, wo wir einmal hinkommen ans Leben. Mal Gott uitvleken en dan werden we mal durch sein mit allen. Wenn denkt mal nach, rein alle haben Gott, all die nicht Kinder dort, und danach die Gesundheit ganz weich. Und Hiob sagt danach, hey, wenn wir das Gute annehmen von Gott, dann werden wir das Schlechte auch. Und das hielt sich wahr, so jässlich. Aber was dann passiert da was in seinem Leben? Und für die nächsten 7 Jahre, sagt die Bibel, an seine Freunde kommen daheim. Und wie weiten seine Freunde, die haben lange vertraut mit Hiob, aber fertig vertrauen. Für 7 Jahre, sagt die Bibel. Sie kamen daheim und sie sahen Hiob sein großes Leiden, sie reuten ihre Kleider zwei, sie schäden sich ihr am Kopf, dort wir erst einmal das Teken von großer Trühe. Und sie saßen mit Hiob 7 Jahre Nachten mit einem Taub und keiner sagt ein Wort, wenn sie sehen, wo groß Hiob sein Leiden ist.
En ik zeg in het Feuerwerk, dat eenmaal onze leven wo we ben zijn, die brengt die rauf bij dit punt. En alles wat du zijn kost, is die weide. Alles wat du zijn kost, is dit grote eigenlijk. En dat is wo Hiob is. En dan, wanneer we bij kapitel 3 komen hier, dan bij eenmaal zegt er, dan is hier dat eerste wat zegt, vlucht hij den dag, als hij geboren werd. En weet je, Hiob zijn bij den punt in zijn leven, wo hij zegt, ik wens, ik weer eens bij klein gestorven. Ik wens, dat we niemals een dag was, wo ze zeggen, we gaan een jonkje. Ik wens, ik weer niemals te deze wereld gekomen. En dit weer de jetlichste man im land, dit weer wat er zegt, de Herr heeft genomen, de Herr heeft gegeven en genomen, en Gott zijn naam zal geloofd zijn. Maar weet je, bij eenmaal komen we bij dit punt. En bij eenmaal denken we zo, oké, dit is zo unfair, dit is zo lang niet graag, wat hier passiert, dat we niet weten, wat we damit sollen. Vielleicht bist du op deze stad in dein leven. Du hast al verloren van dein gebed. En dat fällt sich dus Gottes stel. En eenmaal dan denken we zo, oké, waar we mal dat alle voet schmieden. We würden vielleicht nicht sagen, waar we mal Gott uitvleken doen met daar zijn, aber viele Menschen doen. En zo wie wel, ik wil je in deze boodschap, ik wil niet bloß reden van dat Gott heilt nicht und so weiter, ich meine, dat eenmaal nicht, aber dat wir nicht wollen bei dem Punkt kommen, wo wir sagen, okay, dann pflege ich die mal uit Gott und dann sei uns Luther. Because wir als Menschen, wir können bei dem Punkt kommen in uns Leben. Wir können bei du sein, wo wir dann bei einmal so denken, okay, wenn Gott mir ein wenig heilt, wenn Gott nicht rat und Gott heilt nicht und Gott kämpft nicht, dann wo werden wir auch wieder. Und so wir wollen uns alle tot Mut merken, dass wir nicht abgeben in die Lehre, wenn wir es dort sind. Wenn wir kommen Dinge an, wo wir bei einmal so denken, okay, wenn Gott mir nicht rat und heilt und kämpft, dann darf Gott nicht dran. Und vielleicht, wenn wir mal ein Zeugnis stehen haben, und wir würden mal ganz aufrichtig sein mit uns selbst, dann würden wir alle tauschen, dass wir sind hier was. Oder wir sind von dir. Vielleicht fällst du die angeleift von Gott. Wenn ein Problem in deinem Leben, ein Problem in deiner Familie, ein Problem in deiner Wirtschaft, oder wo immer du bist, aber die haben so gebet und so gepracht und die haben gefasst und gebet. Und das hat danach nichts zu tun. Oder wie feiern sie, das hat nichts zu tun. En zo dan bij eenmaal worden we moedloos. Maar weet je, wanneer God niet raadt en huilt en kämpft, dat meint niet dat God niet bij dir is. We sagen dat in Johannes. Ik geloof, God wird een tijd weer door. En we wollen het van jou zijn. We willen van jou van Paulus reden en zijn leer en zijn ervaring, wo hij ben weer. En zo we willen van jou een beetje checken, wanneer God niet huilt. Wat doen we dan? Oder was ist unsere Einstellung, wenn Gott nicht heilt? Das Saul, oder Paul, wie kann ein bisschen als Paul vielleicht, aber er wird in der Bibel ans vorgestellt als Saul. Er wird da, was dabei wir aus der Stephanus Stein gedehen. Und wenn ihr das auch wieder so denkt, okay, wieso leid Gott dort tun, dass der Stephanus mit Steinen totschillen? Er wird doch ein großer Diener Gottes. Aber das passiert, und so Stephanus wird gesteinigt. Saul wird da, und er hat wohl gefallen, da uns sagt die Bibel ans. En Saul werd de vervolger van de gemeente. En hij verstreed de gemeente. En de gemeente die vervloekt zo te zijn. Sehr interessante Geschichte, eine Apostelgeschichte von wo das passiert. Und was die Gemeinde dann deed. Ich will den Tod noch mal nur lesen. Was hat die Gemeinde dann mautlos sein, wenn du an sie Hieser warst, wenn du an die Familie warst. No, lest das mal nur, was die Gemeinde dann deed. Und so Saul heißt der Verfolger. Aber dann hat Saul eine sehr wunderbare Bekehrung. Er bejengt Jesus. Er hat so eine Bekehrung, so eine Erfahrung, als wir einmal wollen haben. Er bejengt Jesus. Jesus redet zu ihm und er fällt von seinem Petrus. Die sind bekannt mit der Geschichte. Aber der Punkt, wo ich will rüttheben, ist, dass Jesus bejengt Paulus auf so einen Weg, dass die würden gleichen, wenn uns mal deine. Vielleicht würden wir uns dann auch blind grühlen, ich weiß nicht. Aber weißt du, er hat eine sehr gute Erfahrung. Und dann fängt er an zu predigen von Jesus und so weiter. Und Paulus sagt, er hat sein Evangelium von Jesus selbst gekriegt. Er sagt, Jesus Christus hat mir das selbst geopenbart. Er sagt das zu der galatischen Gemeinde. Und weißt du, den Punkt, was ich hier will rüttheben, ist, dass Gott gleich Paulus. Even nur dem, was die Gemeinde verfolgt hat. Vielleicht denkst du einmal so, ich habe so eine Sinn getan in mein Leben, ich habe so ein weises Leben gehabt in mein Leben. Mir wird Gott auch nicht mehr gleichen. Oder du, wenn passiert mir diese Dinge, wenn Gott gleich mir nicht mehr, oder Gott kann mich so reich leiden. Vielleicht hat er meine Sinnen für je vorbei, aber er hat nicht viel Drama um mich.
Wenn ich so ein verrecktes Stück Mensch was. Paulus hat in so ein dunkles Leben hängen sich. Und so Gott offenbart das Evangelium zu haben. Das ist ein sehr interessanter Thema, ich wollte nicht nennen, aber zu denken, dass Paulus hat diese Offenbarungen, wo Gott am das Evangelium für die Heiden offenbaren hat. Und so, er hat besondere Tiden mit Jesus. Und dann in 2. Korinther, da redet Paulus von das. Er sagt, ich muss noch wieder groß reden. Weil Paulus das sich selbst verteidigen. Er redet jeden Sohn-Wort, vielleicht jeden Arm reden, so wieder. Du fängt hier so von nicht an. Ich muss noch wieder groß reden, wenn das nicht halt. Ich war aber davon reden, was der Herr mir offenbaren hat in sein Leid. Und so, Paulus hier in 1. Korinther 12, da geht er wieder, und er redet von seiner großen Offenbarung. Er hat eine Vision gehabt, sagt er. Er ist bei dem dritten Himmel gewesen. Vielleicht wenn er was der dritte Himmel. Und das ist einfach da, wo Gott ist. Wir haben einen Wolkenhimmel, wir haben einen Space oder Sternenhimmel. Und wir haben Gott seine Wohnung. Ich glaube, das ist, wo ich von rede. Und so heißt es bei dem dritten Himmel gewesen, redet er da und so wieder. Und er hat große Offenbarungen gehabt. Aber dann sagt er in Vers 3, was steht denn, das ist eine Apostelgeschichte, er wird rütgeschickt von den Heiligen Geist. Und so die Gemeinde wird taub. Und Paulus wird von Heiligen Geist rütgeschickt. Der Punkt, was ich will sagen, hier sein, ist, dass Gott und Paulus wir ein großer Freund. Und er braucht in einer besonderen Weise. Er gibt ihm große Offenbarungen. Der Heilige Geist schickt Paulus rüt, zum die Arbeit tun, wo er beraubt wird. Und so, das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn der Punkt, was ich will merken, ist, dass wir einmal so denken, dass Gott hasst mich, Gott läuft mich gleich. Vielleicht habe ich eine große Sünde getan, vielleicht sind es fragte Menschen was. Bei Paulus wird das nicht der Fall. Er wird ein Verfolger gewesen und so wieder. Aber Gott braucht ihn auf eine sehr besondere Weise. Und so er sagt wieder, dass Gott durch Paulus bütige, weinliche Wunder, aus Paulus in Ephesus 4, dann nehmen sie ihn Schnäppel gerührt. Und Gott hat große Wunder durch Paulus. Und welche Menschen werden gesund. Und Paulus belebt verschiedene Dinge. Als er eine sagt, dass er ein Troas wird, dann predigt er dadurch nach. Und die Jungen am Fenster, die schleift an, fällt von dritten Stock rauf, zielt dort. Paulus ging rauf, weicht und von dort ab, dann predigt er wieder. Ich hatte das hier noch nicht fertig getan. Dass die mich hier anschlucken, die erst mal von dort abweichen. Und so wieder. Aber weißt du, wie Paulus passiert hat? Und Gott hat bütige Wunder durch Paulus. Zweimal wird verweiten, wird Paulus Glück den Diebel seine Däune jengt, und heute mit Blindheit schlug und so wieder. Und so den anderen drei vorbei sich erst rührt. Und so Paulus fährt den Diebel selbst sozusagen, oder den seine besonderen Menschen, und er gewonnen. Und Gott beantwortet sein Gebet. Und ich will den Hand soll nicht sein, wo Gott Paulus braucht, ob so ein bitter gewöhnliche Weg. Als Paulus in Gefängnis wird, dort in Philippi, dann bringen wir dann jemanden Erdbeben und das Gefängnis ging up. Das passiert nicht bei Johannes, wie Paulus deutet. Und dann werden sie los. Und so die Gefängniswächter bekehren sich, andere bekehren sich. Und Gott braucht ihm auf einen sehr besonderen Weg. Gott gibt den Heiligen Geist durch Paulus. Einerseits kennt Paulus noch auch noch Ephesus und er leicht diese Männer, die hängen ab und die wurden gefällt mit dem Heiligen Geist. Und so der Punkt, wo ich will haben, wie sein, ist, dass Gott und Paulus wir sind Bodies. Jesus und Paulus sind wir Partner. Und sie schaffen, und Gott schafft durch Paulus auf gewollte Weg. So dass wir noch nicht gleich sein haben, oder vielleicht noch nerven ans Leben. Und so Gott schafft durch ihn. Gott braucht Paulus in der römischen Welt für Jesus erregen. Das ist ein von der größten Wunder in dieser Welt, glaube ich, dass das Evangelium, das Christentum in 300 Jahren das römische Reich annimmt. En Recht, wat jedem Christentum weer, en Recht, wat sehr oft jatterisch weer, man eigentlich Christen verfolgen, denn so wieder dort gewann Gott durch sein Wort, und Paulus wie eine große Person in dort, besonders von Anfang. Und er schreibt die Bibel. Im Neuen Testament wird gelesen, da sind viele Briefe, was Paulus geschrieben hat. Gott in Paulus, wir sind Bodies. Gott in Jesus, wir sind sozusagen einer wieder in anderen seine rechte Hand. Sie schafft den Taub. Gott braucht ihm ab sehr bitter gewöhnliche Weg. Und wir wissen, Paulus hat viele schwere Dinge auch im Leben. Er redet selbst von, aber uit all von die rät Gott am Rüt. Ein Beispiel hast du auf der Insel. Also da war der Chappi, war 2 Kiel und so wieder, aber sie kommen alle mit dem Leben davon.
En dan wil door een beetje halten, 4 merken, en champen schlagen, bittern, een jaft geschlagen, waar mensen van sterven. Zo'n ervaringen had Paulus links en rechts. En weet je wat? Hij stond en niets passiert. Grote wunder. Die mensen vangen, eerst leven ze dat die moesten sterven, wenn er wie eind wordt jenen, later leven ze dat wie een God, en zo weer. En zo Paulus had buiten gewöhnlich grote dingen in zijn leven, wo Gott am Brücken deed. Ik zal dus verder zijn viele dingen niet mal abgeschreven. Aber dann kommen wir ein bisschen wieder. Und dann sagt er, en wils diese Openbarungen, hij hat von den Openbarungen geredet, so wird geroutet werden, wart mij, dat ik niet met mij stolz worden soll, en stachel in het Fleisch gegeeft, een engel van Satan te mij slaan. En weet je dan maar eenmaal, dan rutscht het waar een angstje. Al deze dingen, wat Gott durch Paulus deed, al deze grote dingen, en de grote openbaringen wat hij had. En dan bij eenmaal zegt het dat Gott geeft aan een stachel, wie weet niet wat het is, we kunnen door de nächste 5 Stunden van reden wat het is, dat is niet wichtig. Maar wat immer het weer, dat trouble Paulus zei, am Boden dat zei, am Saar dat zei toe, wat immer het weer, dat zegt het weer einfach een engel van Satan, dat heeft zich nog Heelt in die Geschichte, er niet? Wo Gott den Dievel vrij hat, geeft Heelt alles voor te nemen. En Heelt met krankheid te slaan. En zo'n beetje geeft het hier ook. En zo Gott geeft Paulus wat, wegen seine grote openbaringen. Wat immer het weer, wo we niet weer nennen gaan. Aber dit trouble Paulus. Aber weet je, er wordt een oorzaak gegeven, dat ik niet met mij stolz worden zal. Dat boort mij. Stel 3 eenmaal, dan redt Steve hier naar die boodschappen van rechts en maar achterwege, wat immer we dat namen. En door redt we van dat wie hier alle, in dit land, en in Noord-Amerika, we zijn in de bovenste 5% van de mensheid over de ring onze wereld, wanneer het kampt rectum en zo'n dingen. Om te denken, dat God mij zo begoofd heeft, dat God die zo begoofd heeft, dat hij heeft die zo hoog aangesteld, hij heeft die zo gewaltig gebruikt, dat hij die met een stachel gegeven, dat niet stolz wordt. Dat is meest een beetje, dat einem dat meest een beetje heinehut geeft, niet? En wanneer we ontdekken dat we als Noord-Amerikaner, we als hier als levenswassertjeuk, we zijn in de bovenste 5% van de wereld van mensen, kan het zijn dat God bij eenmaal dingen in ons leven laat komen, wanneer we ons zo ganz schrecklich groot doen? Weet je, ons menselijk hart is fähig, zeer stolz te worden. In Paulus wie doch der Mann Gottes, Paulus wie der große Missionar, der würde nicht stolz worden, oder? Gott obviously doch anders als wir dann. Und so hij heeft an das Stachel, und das ist ein ammerkelje Ding. Paulus hat große Glauben, Gott hat große Wunder, das holen sich nicht an, dass Gott nicht groß wird, dass Gott nicht kann Dinge tun. Aber Gott gibt Paulus das Stachel. Hij sagt wieder hier in Römerbrief, hij sagt, aber nicht bloß dort, wir sind hier auch froh, wenn wir lieden machen. Wenn wir lieden machen, willst wir weiten, dass wir durch Lieden lernen, geduldig standhaft zu sein. Standhaft sein, büt unseren Charakter ab, sagt er. Hoffnung, laat uns nicht zu schon worden. Willst durch den Heiligen Geist uns der Leib Gottes in Hort gehen. Wir gleichen das Verse nicht so. Ich auch nicht. Wenn ich an denke, und dass meine Lieden, meine Dinge, was Gott nicht beantwortet und so wieder, die braucht Gott zu mir was. Und das ist meist ein bisschen ammerkel Denk, nicht? Aber das ist korrekt, was bei Paulus passiert. Und Paulus sagt es dit. Ich habe den Herrn 3-mal durch ihn gepracht. Und wenn ihr das Wort gepracht, hier meint nicht bloß, dass er beten Montag beten, Mittwoch beten, danach, dann wieder durch. Das sind, wie würden sagen, Seasons of Prayer. Das sind Tiden, wo Paulus fasten und beten. Er pracht Gott. Dat hij dacht, dit moet wegnemen. Wenn am Trouble dat zei, wie weet niet wat het wil, maar we kunnen het feststellen dat am Trouble dat zei. Aber hij zegt es dit, Ober, moet je dat Ober, ik heb hier al verken van Ober geredet. De Bibel is vol van Ober. We gleichen dat, wanneer de Bibel zegt, okay, wie wir in Douten zijn, Ober, Gott hat ons leven niet gemaakt. Hier is het de andere weg rum. Hij zegt, Ober, zijn antwoord weer, so Paulus heeft gepraat, al 3-mal sagt, dat Tiden van Gebet gehad, wo hij Gott praat, vielleicht andere Früchte beten, vielleicht mit Ölsalben. Die Bibel sagt uns nicht einmal alles. Aber dann sagt er, aber seine Antwort wäre, meine Gnade ist genug für die. Weil meine Kraft ist in schwachen Menschen mächtig, stark.
Ik wil je maak de twee zijden hier. Hij zegt, mijn kracht en die zwakheid. Die gaan top. En weet je, er komt manchmal een tijd in ons leven, wo Gott meer verherrlicht wordt. Durch die Krankheit, durch die Schwachheit, durch die Trouble, als wir uns heilen deed. Dat is ons meest niet klar, wenn wir denken, wunder, dat is het laatste en het grootste ding, niet? Aber weet je wat Gott sagt? Meine Gnade. Meine Gnade ist genoeg für die. Nou weet je, dit is een beetje een ander woord als wanneer we reden van God zijn Gnade raad ons van zin. Dit is wat we zeggen, dit is een durchdrehende kracht, dat u niet voor abgeven. Gott geeft die Gnade, Gott geeft die een durchdrehende kracht, wat die helpt, dit Trouble aan te nemen. Hij zegt, wils mijn kracht is een zwakke mensen sterk. En weet je, dit is een ding wat ons meest niet nemen wil. We denken zo dat we moeten sterk zijn. Maar Gott kan verherrlicht worden durch die Schwachheit. Sehr viel mal hier Menschen sagen, das kann ich nicht. Like, ich bin nicht stark noch für das. Da will ich nicht fertig bringen. Aber Gott das. Und so Gott braucht Paulus in diese Dinge. Und weet je, wenn wir uns denken, dass Gott seine Kraft als ein schwacher Menschen mächtig, einmal kann Gott mehr tun, mit nicht heilen. Ich will Ihnen zwei Personen wiesen. Das Bild, was ihr hier sehen, das ist eine Frau, Joni Erickson Tada heute. Der ist nu 50 Jahre am Vorstell, das ist eine junge Mädel, wir darf sein Wutanand, braucht sie das Geneck, und wir von da wieder gelähmt, von Geneck rauf. Und diese Frau sagt selbst, dass sie Gott gepracht, gefasst, gesalbt, sie hat rein alles getan, sie ist nur so gesagt, der Heiler gefahren, zum Heilen und so wieder. Aber sie wird von der sein, und ich habe selbst hier sein, ich habe das von ihr gelesen, dass sie sagt, dass Gott hat viel Dollar durch ihr geschafft, wenn sie am Vorstell ist, als sie jemals können, wenn er geheilt hat. Sie ist auch bei durchgekommen, wo sie sagt, weißt du Gott, deine Kraft in meiner Schwachheit. Weet je, wie wollen in ons leven sichern? Wie wollen da sein, wo du in Sports gewinnen und dann mit den Fingern herwiesen und sagen, das hat Gott getan in mein Leben. Wie wollen da sein, wo du vielleicht am dritten Base ran beim Baseball spielen, wir haben den Ball rübergebracht aus dem Park und wir ran da ran und wir wiesen, oh Gott, das ist für Gott, das ist für Gott. So sind wir gesagt. So wollen wir leben. Das sind die Dinge, die wir wollen. Aber Gott, seine Gnade ist groß genug für uns, um uns durchdrehen, wenn wir ganz handvoll, wenn wir ganz verspielen, oder wir sind ganz krank, oder wir haben einen Stachel in uns Fleisch, oder wir haben keine Beine, oder wir sitzen am wir arm würden vertrauen, dass wir würden arm annehmen sozusagen. Gott, seine Herrlichkeit hat nicht immer zu tun mit meinem Sieg. Gott, seine Herrlichkeit hat nicht immer zu tun mit meiner Heilung. Gott, seine Herrlichkeit hat nicht immer zu tun mit mir den Trouble halten, mit mir raden, mit mir heilen, oder mit einmal fortzukommen, wenn ich bete. Aber Gott, seine Herrlichkeit hat einmal zu tun mit meiner Schwachheit. Und er sagt, ich war doller verherrlicht durch die Schwachheit. Er sagt, willst meine Kraft als ein schwacher Menschen stark. Ich weiß nicht, wo du von dir bist. Was ist der Trouble in deinem Leben? Was ist das Ding, wo du Gott auch lang gefragt hast? Oder was ist das Ding, wo du am Prachen hast? Oder das Ding, was du nicht verstehen kannst? Oder wieso wird Gott das nicht tun? Hast vielleicht wem in der Familie, die liegt von dir am Storbad wie ein Kräf. Und die Menschen beten, die ganze Kirche betet. Nicht bloß die Kirche, aber andere Menschen beten. Und weißt du, wir können Nummers und Nummers abnehmen von Menschen, die so dort sind. Und manchmal dann denken wir so, okay, wenn Gott mich liebt, dann wird er mich beantworten. Aber wenn Gott mich wirklich vergeben hat, dann wird er mich halten. Könnte es sein, dass Gott von dir zu dir sagt, willst meine Kraft als in deine Schwachheit stark? Meine Kraft als in deine Kraft stark? Meine Kraft als in deine Verkrebelheit stark, oder was immer Trouble du hast.
Und weet je, Paulus, wir nicht in Mann, wem Gott nicht lieben kann, oder wem Gott sein Gebet nicht hört, oder wem Gott so ein bisschen zu sich gestellt hat, wem Gott strafen muss. Paulus schafft für Gott, hat große Wunder für Gott, und wie auch war ein bisschen. Paulus saß in das Gefängnis, in Rom an, das er selbst Wunder für Gott, und heilt andere Menschen. Aber Gott sagte ihm, nee. Gott sagte Paulus, ich werde die durchdrehen, meine Kraft wird sich wiesen in die. Und weißt du, was Paulus sagt? Paulus sagt nicht bloß Tüßen bejammert sich, er sagt nicht bloß Tüßen wertet Menschen fair, er sagt nicht bloß Tüßen rote Dach über noch, er hat schaffen. Er hat schaffen mit seinen Weiden, was immer das wir, was hat, oder was immer am Trübel, er hat schaffen. Wo wenn Gott hat gesagt, meine Kraft wird in deine Schwachheit stark sein. Und weißt du was? Gott braucht Paulus, zum Tausende Menschen das Evangelium bringen, zum Deilbeker schreiben, was von der unsere Bibel ist. Gott braucht Paulus auf gewollt Weg, aber auf einer steht sie dann nicht. Wenn wir nicht abgeben, wenn wir ein Denken ans Leben haben, wo Gott bei einmal nicht sagt. Da meine ich, dass er die nicht leicht. Da meine ich, dass er die nicht gewollt brücken will. Da meine ich, dass er nicht wird die brücken zum anderen Menschen am Herrn bringen, oder dass er nicht wird gewollte Dinge in andere erleben tun mit die. Aber Gott sagt uns, meine Kraft ist in schwachen Menschen stark. Ich habe das annehmen. Ich habe zu Gott sagen, weißt du Gott, nicht mein Will, aber dein Will. Das ist uns schwanste Ding. Mein Will und ihr Gott sein Stahl. Aber weißt du Gott, was immer Gott tut und was er nicht tut, werden wir dort brücken zum Arm verherrlichen. Werden wir Gott verherrlichen in an sich, wenn wir den Ball rütgebet haben, wenn wir hier gewandert gehen, wenn wir große Heilung haben, dann werden wir Gott verherrlichen. Aber wenn wir uns ausgestreikt haben, oder wir sind hingefallen, oder uns Beine gebrochen, oder was immer wir tun, oder was immer da passiert ist, dann werden wir Gott verherrlichen. Amen. Werden wir Gott verherrlichen. Wollt ihr aufstehen? Wenn du von der so eine Dinge sind, vielleicht hast du abgegeben mit von den Frauen. Aber weißt du, wie haben Freiheit, Gott zu Frauen? Als er ans Stachel wird wegnehmen. Wie hat er Freiheit? Wie sind sie nicht Kinder? Gott hat Freiheit nicht zu sein. Und das merkt dann nicht in deinem Gott. Das merkt die nicht in deinem Mensch. Das merkt die nicht in Mensch, was gestruft wird. Aber das merkt die ein von Gott sind nicht Kinder, was er gewollt, dich brücken wird in deine Schwachheit. Bruder, wir danken dir für dein Wort. Wir sagen, Herr, dass du das einmal nicht heilen. Wir können nicht immer weiten, beim Wort nicht. Und Herr, einmal wird wir alles gleichen zu weiten. Aber halb uns von der uns Wellen in den Wellen anleihen. Herr, du weißt, jeder hört, was hier von dir ist. Du weißt, was du nicht geschafft hast, dieses Werk. Du weißt, wo wir vielleicht schlechte Noten gekriegt haben vom Doktor. Oder du weißt, wo wir lange Gebet haben, vielleicht für uns selbst, oder für uns Kind, oder jemand in unserer Familie, oder wem wir kennen. Aber das ist still gewesen. Und Herr, vielleicht sind hier so was zu feilen, dass du leistest nicht, oder dass du gibst nicht Strom. Halb uns von dir zu verstehen, dass deine Kraft als ein schwacher Menschen mächtig und dass deine Verherrlichung als wichtiger, als das alles zu uns passiert, was wir wollen. Halb uns dort unternehmen, halb uns wählen und ihr den Willen stellen. Und dann Frau, dass du uns diese Gnade geben, dass wir wollen gut schaffen. Wann auch mit Video, wann auch mit großen Frauen in uns, wann vielleicht mit großen unbeantworteten Gebeten, aber dass wir wollen gut schaffen in den Reckbüren. Beten wir in Jesus in Namen. Enough.
Gottes wat wir wollen, nicht? Wenn je ein Gebet fehlt oder je haft vielleicht was zu Werk, was je würden lächeln für zu beten, kommt hier nachher, wir wollen hier sein, wollen jeden für ihn beten. Danke für hier sein, noch Gott ihn segnen, und Gott ist in der.